Heute geht es um dieses Bild. Hier sind Strukturen zu sehen und verschiedene Farbtöne, die alle im natürlichen Bereich liegen. Und das Bild ist entstanden, weil wir im Kurs Rost nachbilden wollten. Dann viel Spaß! Hier ist mal ein praktischer Tipp: Wenn du deine Leinwand auspackst, nimm die Folie und leg dein Bild da drauf, dann schützt du deine Unterlage. Wie Strukturpasten selber hergestellt werden, habe ich dir jetzt schon oft gezeigt in den Videos. Hier nochmal einfacher: einfach den Sand auf die Fläche geben und direkt auf der Fläche mischen und verteilen. Ja, meine Fläche ist jetzt trocken und ich fange an mit der ersten Farbgebung und da verteile ich jetzt erstmal die Farbe. Wenn ich den Pinsel flach über die Fläche ziehe, dann betone ich damit die Höhen. Und das kannst du in der ersten Farbschicht schon sehr schön ausprobieren, denn das wirst du immer wieder anwenden. Und wenn ich den Farbton jetzt mit Wasser wieder verdünne, dann bekommt er eben einen anderen, ja, dann sieht er dünner aus, ja, weil er einfach dünner ist. Natürlich, ja, ich finde ihn einfach schön. Er ist dann nochmal anders schön. Was du jetzt auch gerade sehen kannst, ist, dass wenn der Farbton dünn auf der Fläche ist, er eben nicht mehr an den Höhen ist, also auf der Struktur, sondern sich in die Struktur reinbegibt, also in die Tiefen. Und das ergibt eben einen anderen Charakter. Ja, du kannst das jetzt hier gerade noch mal ganz schön sehen. Der Farbton geht in die Tiefen und die Höhen bleiben hell. Und ich kann die Farbe auch drüber ziehen und geht trotzdem wieder in die Tiefen. Ja, wenn du Rost darstellen möchtest, brauchst du auf jeden Fall einen Farbton, der eben dem Rost ähnelt. Und Rost hat viele Farben, aber sie sind alle erdig und liegen im Rotbereich. Ja, das Metall ist ja dann oft, wenn das anfängt zu rosten, noch blaustichig, und wenn alte Farbe da drauf war, dann blättert die so ab, und je nachdem, welche Farbe die eben hatte, da kann man jetzt langsam anfangen und sich mal in solche Bilder reindenken, oder man hat vielleicht sogar eine Vorgabe. Ich experimentiere hier einfach erstmal nur und lass mich selber inspirieren. Und wenn du die Farbe eben so aufträgst, dann ist sie oft sehr, ja, nicht so flexibel. Dann löse sie einfach mit Wasser an und lass sie einfach mal laufen.
Ja, jetzt möchte ich noch meinen helleren Farbton dazugeben und da habe ich einfach den ersten Farbton mit Weiß gemischt und der ergibt dann ein schönes Beige. Ja, und verteile das erstmal auf der Fläche. Du kannst eben die Folie jetzt dazu nutzen, auch auf der Folie deine Farben anzumischen. Blau habe ich einfach jetzt auch auf die Folie gegeben und mische die Farben alle so leicht ineinander. Und da entstehen eben wieder viele Mischtöne und ja, verteile einfach die Farbe auf der Leinwand. Ja, wenn ich jetzt so die Farbe verteile, dann gucke ich eben, welche Mischfarben entstehen, also Mischtöne und wo landet die Farbe. Also geht sie auf die Höhen, betone ich damit die Struktur oder geht sie in die Tiefen und betone ich damit die Tiefen. Wenn ich jetzt Wasser dazu gebe, weiß ich, dass ich damit die Farbe auch in die Tiefen reingebe, weil sie eben flüssiger wird. Ich kann sie aber auch rauswaschen und danach auch neu verteilen. Und im Großen und Ganzen bleibe ich jetzt zwar gedanklich beim Rost, aber löse mich von der natürlichen Darstellung. Also gehe einfach mit den Farben in meine Wunschvorstellung sozusagen. Ja, im Atelier hier habe ich auch meine Kerzenständer, die sind eben auch aus rostigem Metall. Ja, die Farben habe ich mir angeguckt und gehe, wie gesagt, jetzt weiter in eine Idee hinein von Farbtönen. Und auch wenn ich die Farbe jetzt laufen lasse und die Laufspuren stehen lasse, sieht es halt nicht mehr so natürlich aus, aber das ist ja dann mir überlassen. Du kannst also, wenn du Rost nachbilden möchtest, in eine ganz natürliche ja, Farbgebung sowieso, Farbgebung gehen, aber eben dich dann auch von so einer Darstellung lösen und weiter einfach in die Malerei dich begeben. Und dafür kannst du eine neue Bildaufteilung vornehmen. Du kannst jetzt also, da du ja die ganze Zeit Erfahrung gesammelt hast mit den Farbtönen, wie die sich verhalten an der Oberfläche und in den Tiefen, einfach dich in die Malerei begeben und eben nicht mehr ein Vorhaben haben, dass du etwas Besonderes darstellen willst, sondern einfach malen.
Ja, ich male jetzt hier noch so ein bisschen weiter und dann höre ich irgendwann auf und ja, das Ergebnis kann mir dann gefallen, aber muss auch nicht. Das Malen hat Spaß gemacht. Ja, ich hoffe, dich hat das Video inspiriert, auch selber was zu tun. Und wie gesagt, du brauchst nicht viel dafür. Ich habe jetzt 3 oder 4 Farben genommen und ja, einfach ein bisschen Sand und ein bisschen Struktur schaffen. Da gibt es auch noch ein Video speziell für in dem Kanal und dann einfach malen. Ich danke dir für dein Like und ich freue mich auf deinen Kommentar und wünsche dir ganz viel Spaß beim Malen. Tschüss!